Hallo Moritz. Hallo Nicole. Hallo Paul. Hallo Nicole. Ich habe eine neue Mission für euch. Oh ja, da bin ich dabei. Ah, ich freue mich, endlich mal wieder was zu tun. Findet für mich mindestens 25 Worte und Begriffe zum Thema Holz. Zum Beispiel das Wort Jahresringe. Für jeden Ring hat der Baum ein Jahr gebraucht. Und der Baum war hier mindestens 50 Jahre alt. Und jetzt ist es auch ein schönes Wort. Stullenbrett. Ich weiß eins. Holzkopf. Wenn du hier beleidigen willst, das kann ich auch. Du bist ein Borkenkäfer. Na denn, viel Spaß. Okay, los geht's. Ich glaube, ich habe was. Holztisch und Holzbank. Sehr gut, Paul. Aber ein Wort mit Holz, das sehe ich hier noch. Kannst du es finden? Ich glaube, ich habe noch was gefunden. Holzzaun. Kleiner Tipp. Ich stehe direkt daneben. Ah, ein Holzpfosten. Sehr gut, Paul. Und findest du vielleicht noch ein Haus mit Holz? Ich hab's. Ein Holzschuppen. Guck mal, ich kann balancieren. Super cool, Paul. Das hätte ich mir jetzt nicht getraut. Und ich habe auch ein neues Wort gefunden. Holzbalken. Genau. Und jetzt gehen wir in einen Wald. Wie nennt man dafür? Stock. Und kennst du vielleicht noch ein anderes Wort als Stock? Nein, da fällt mir nichts ein. Na, dann gebe ich dir doch einen Tipp. Wie nennt man zum Beispiel den Satz, wenn der Hund einen Stock bringen soll? Ah, ich weiß. Der Hundehalter sagt, hol das Stöckchen. Richtig. Und noch ein letztes Wort an euch, liebe Zuschauer, zum Thema Stock. Die Mehrzahl ist Stöcker. Und wenn ihr kein Ö auf der Tastatur habt, dann könnt ihr OE schreiben. Ich zeig dir mal, was ich kann. Ja, mach mal. Guck mal, ich gehe außen rum, um Baum rum. Guck doch mal. Das machst du ja toll. Aber pass auf, dass du dir keine Zecke einfängst. Die nennt man nämlich auch Holzbock. Oh, guck mal da, ein wunderschöner großer Baumstamm. Heißt der Baumstamm, weil er auf der Seite liegt? Nein, alle Baumstämme heißen Baumstamm, auch die von gesunden, lebenden Bäumen. Aber es gibt einen anderen Unterschied zwischen diesem Baumstamm und dem Baumstamm da zum Beispiel. Kennst du den? Ich weiß es. Der hat Rinde und der andere nicht. Richtig, Paule, richtig. Das Außenrum beim Baum, das nennt man die Rinde. Ein anderes Wort dafür ist zum Beispiel Borke. Und dann haben viele ältere Weinflaschen oben einen Verschluss, den nennt man den Korken. Der ist aus der Rinde der Korkeiche gemacht. Und wenn beim Flasche aufmachen etwas kaputt geht von dem Korken, dann schmeckt der Wein korkig, ein Adjektiv. Und wenn man die Weinflasche aufmacht, dann nennt man das Entkorken. Oh Moritz, ich habe ganz viele Korken gefunden. Was? Hier im Wald gibt's Korken? Guck, hier sind überall Korken. Ach, Paul, das sind doch keine Korken. Das sind Kienäpfel. Man nennt sie auch Tannenzapfen. Guck mal, da ist grüne Rinde. Die schmeckt lecker.
Das ist keine Rinde, das ist Moos, Paul. Warte, warte, warte. Ich wollte dir hier noch was zeigen. Was denn? Ich komme. Siehst du das, was hier aus dem Baumstamm rausragt? Oh. Ja, das sehe ich. Ist das ein Baumkind? Nein, das ist ein Ast. Und wenn ihr kein L auf eurer Tastatur habt, dann könnt ihr auch AE schreiben. Und wenn der Ast sich teilt, so wie hier, dann nennt man die Stelle, wo er sich teilt, eine Astgabel. So, so. Und weiter geht's. Super. So, liebe Zuschauer, das Folgende können wir euch nicht persönlich zeigen, denn wir können nicht gut fliegen und nicht gut klettern. Aber wenn ihr mal über meinen Rücken hinweg guckt und am Baum immer höher geht, dann ist da ganz oben, das nennt man die Baumkrone oder auch den Baumwipfel. Übrigens, kennt ihr das Wort Baumgrenze? Das Wort Baumgrenze sagt man im Gebirge. Das ist die Zone, ab der es keine Bäume mehr gibt im Gebirge. Wieder was gelernt. Guck mal, da sind auch wieder die Jahresringe. Sehr gut, Paul. Richtig, das sind auch wieder Jahresringe. Und weißt du, wie man das nennt, wo die Jahresringe sind? Also wie man das nennt, wo du gerade davor stehst? Nein, weiß ich auch nicht. Das ist ein Baumstumpf. Guck mal, da ist noch ein ganz großer Baumstumpf. Da kann man die Pfötchen draufstellen. Das ist ja blöd. Da kann man gar nicht reingehen. Da ist alles dicht. Mano. Ja, Paul, das soll auch so sein. Das ist abgestorbenes Holz. Das nennt man auch Dickicht oder Unterholz. Okay? Also geh nicht zu tief da rein, da kratzt du dich. Wir sind ja hier in einem Wald und du siehst ja, wir sind auf einem Waldpfad. Der ist von Menschen erschlossen, dieser Wald. Es gibt aber auch noch ganz wenige Wälder auf der Welt, wo kaum ein Mensch seine Spuren hinterlassen hat. Das nennt man dann Urwald. Sieht ein ganz kleines bisschen so aus wie das. Aber natürlich noch viel uriger. Was sind das da für schwarze Bäume? Hier gab es einen Waldbrand. Das sieht aber schlimm aus. Sieht für mich aber eher aus wie Brandstiftung. Sowas machen Menschen. Paul, weißt du, was das hier ist? Nö, was ist das? Das ist eine Baumwurzel oder auch eine Wurzel. Mit der hält sich der Baum im Boden fest. Das haben wir auch beim Zahn. Da nennt man das Zahnwurzel. Und da gibt es auch ein Verb dazu. Das heißt entwurzeln. Haben wir jetzt genug Sachen mit Holz? Dann gehe ich jetzt nach Hause. Jetzt muss ich aber auch los. Sonst macht der Paul da vorne wieder nur Blödsinn. Bis nächste Woche. Tschüss. Moritz, guck mal, ein Grill. Schnell weg hier. Ja, ja, ihr Menschen. Immer müsst ihr Fleisch und Wurst und Fisch essen. Wenn euch das gefällt, was wir hier im Video machen, dann esst ihr heute vielleicht ja mal keine tierischen Lebensmittel. Das würde mich sehr freuen. Bäh.